Herzlich willkommen bei On Trail Fahrtechnik, unserer kleinen Fahrtechnik-Serie, bei der ihr auf dem Trail an euren Skills arbeiten könnt. Wir beginnen heute mit den Basics: Grundposition, Aktivposition, Bremsen und Kurvenfahren, bevor es dann im Gelände an die coolen Moves geht. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg, tapferes Durchhalten und wir sehen uns auf dem Trail. Fahrtechnik ist keine Raketenwissenschaft. So viel schon mal vorneweg und euch zur Erleichterung. Eure Bewegungsmöglichkeiten sind nämlich relativ eingeschränkt auf dem Rad. Viel mehr als euren Körperschwerpunkt irgendwo hin zu verlagern könnt ihr nämlich gar nicht tun. Und das Beste daran, dafür müsst ihr eigentlich nur eure Beine und Arme beugen und strecken. Grundposition. Um immer zu sehen, wo ihr hinfahrt, geht der Blick voraus und scannt Terminator-mäßig das Gelände. Der Sattel ist abgesenkt, die Pedale sind waagrecht, die Beine fast gestreckt. In der Hüfte beugt ihr leicht und bringt die Schultern etwa oberhalb des Lenkers. Das Körpergewicht ist so zentral über dem Tretlager. Die Ellenbogen dreht ihr wie ein Gorilla leicht nach außen. Die Hände umschließen lastfrei den Lenker, ein Finger befindet sich stets bremsbereit am Bremshebel. Hilfreich ist zudem, die Fersen abzusenken, weil das streckt die Beine. Ziel der Grundposition ist ganz klar die Entspannung. So könnt ihr schön grinsend stets dahinrollen. Obacht! Die Grundposition ist eine reine Entspannungsposition und eignet sich mangels Spannung nicht zum Bremsen oder für andere Fahrmanöver. Also, es sei denn, ihr wollt ungespitzt in den Boden einschlagen. Die typischen Fehlerbilder in der Grundposition sind zu stark gebeugte Beine, am Körper anliegende Ellenbogen, ein falscher Körperschwerpunkt, unterschiedlich hochstehende Pedale und manchmal sogar ein Blick, der zu sehr aufs Vorderrad geht oder gar sonst wohin. Vorspannung. In der Grundposition steht ihr letztendlich wie ein lappriger Waschlappen auf dem Bike. Für so manches weitere Fahrmanöver braucht man aber durchaus etwas Spannung im System. Unter professionellen Fahrtechnik-Theoretikern ist hierbei ein Begrifflichkeitsstreit entstanden. Aktivierung, Aktivposition, manche leugnen sie gar komplett. Letztendlich aber völlig wurscht, denn jedes weitere Manöver muss eingeleitet werden und dafür braucht man nur mal etwas muskuläre Spannung. Fahrt hierzu in der Grundposition an und beugt dann eure Knie und Ellbogen. Der Rücken bleibt gerade und euer Körperschwerpunkt so zentral über dem Tretlager. Die Ellenbogen bewegen sich etwas nach außen, der Blick geht voraus, Finger sind bremsbereit am Hebel. Vorgespannt wie eine Feder seid ihr nun bereit für alle weiteren Aktionen. Fahrt ihr also von einem entspannten Trailstück in etwas komplizierteres, bringt ihr so Spannung ins System. Sobald wie möglich geht wieder zurück in die entspannte Grundposition. Auf dem Trail findet dieser Wechsel stets in einer sehr schnellen Abfolge statt. So erzeugt ihr eine aktive Fahrweise. Die typischen Fehlerbilder dabei sind: zu wenig Bewegungsumfang, Gewicht wird nach hinten oder vorne verlagert anstatt nach unten, Ellenbogen sind zu weit innen, Pedalen auf unterschiedlicher Höhe. Bremsen. Auch wenn schnell meistens cooler ist als langsam, gehört das Bremsen doch mit dazu. Sobald ihr bremst, stoppt das Bike unter euch. Euer Körper jedoch möchte weiter. Promovierte Wissenschaftler unter euch könnten hier sicherlich noch das passende physikalische Gesetz dazu nennen: Ich kann nur Wheelies fahren. Wie dem auch sei, diesem Impuls müsst ihr muskulär entgegenwirken. Baut also vor dem Bremsen durch ein Beugen der Beine und Arme immer etwas Vorspannung auf. Bremst ihr sehr stark, bewegt euren Körperschwerpunkt bewusst nach hinten unten, so könnt ihr mit quasi gestreckten Armen gegen den Lenker drücken. Grundsätzlich gilt beim Bremsen außerdem: benutzt beide Bremsen feinfühlig, fahrt vorausschauen und passt das Tempo rechtzeitig an, sucht Bremspunkte vor den Kurven und Driften ist zwar immer geil, macht allerdings den Weg kaputt und merke zudem, rollende Reifen lassen sich gut steuern, blockierte Räder brechen aus. Bremst beim Biken, wenn möglich, immer mit einem Finger. Typische Fehlerbilder beim Bremsen sind: zu viele Finger am Bremshebel und, gefährlich, ein falscher Körperschwerpunkt. Ist er zu hoch, kann man sich überschlagen. Ist er zu weit hinten, hat das Vorderrad kein Grip und man überschlägt sich zwar nicht, fällt aber trotzdem auf die Schnauze. Kurven. Macht der Weg Kurven, solltet auch ihr Kurven machen, respektive fahren. Dafür gelten 3 Grundsätze. Schaut immer dorthin, wo ihr hin wollt, passt vor einer Kurve das Tempo an und ein großer Kurvenradius sorgt für Stabilität. Da ihr keinen 40-Tonner, sondern ein Mountainbike lenkt, wird beim schnelleren Fahren hauptsächlich durch das Generieren von Schräglage gelenkt, weniger durch ein starkes Einlenken. Dies gelingt, indem ihr das Rad durch ein Beugen und Strecken in den Armen querlegt. Wichtig: Strecken heißt nicht komplett durchzustrecken. Rollt wie immer in der Grundposition an, baut durch ein Beugen etwas Spannung auf und leitet die Kurve ein. Der Kopf blickt in die gewünschte Fahrtrichtung, der kurveninnere Arm streckt leicht, der äußere beugt etwas.
Dreht dazu den Schultergürtel und die Hüfte ebenfalls etwas mit ein, denn euer Körper ist eine Einheit, kein Roboter. Legt das Rad so schräg, bis der Sattel am kurveninneren Bein anliegt und neben Lenker und Pedale einen 5. Kontaktpunkt bildet. Das stabilisiert die Fahrt. Mantra für euch dabei ist, und das prügelt ihr euch in den Kopf rein: Linkskurve, Sattel am linken Bein, Rechtskurve, Sattel rechts, links, links, rechts, rechts. Der Körperschwerpunkt ist während der Kurve etwas tiefer, aber dennoch zentral über dem Tretlager. Nach der Kurve könnt ihr sofort wieder in die entspannte Grundposition gehen. Eisdielentrick. Kommen wir nun noch zu meinem Lieblingsteil in unserer Fahrtechnik-Serie, dem Eisdielentrick. Hier lernt ihr jedes Mal einen Move, der nicht nur super cool ist, sondern natürlich auch immer etwas für die Radbeherrschung bringt. Okay, zugegebenermaßen sind manche auch vielleicht einfach nur cool. Nummer 1 ist die weltweit wahrscheinlich lässigste Variante auf der ganzen Welt, um aus dem Rad zu steigen. Legt hierfür euer Rad auf die Nicht-Antriebsseite und bereitet die Pedale vor. Nehmt Anlauf und visiert das obere Pedal an. Wichtig ist, dass ihr den Körperschwerpunkt wirklich über das Rad bringt. Der andere Fuß nimmt am Sattel das Rad mit und bringt es so in die Waagrechte. Sobald wie möglich fangt eure Lenker und fahrt breit grinsend in den Sonnenuntergang. Das war schon wieder mit Teil 1 von On-Trail Fahrtechnik. Wichtig, ihr seht hier Tipps und Möglichkeiten, wie man gewisse Dinge auf dem Rad tun kann. Fahrtechnik ist jedoch auch immer individuell, eben genauso wie ihr es auch seid. Das eine mag für den einen passen, für den anderen geht's gar nicht. Also, immer schön Spaß haben, verspielt bleiben, möglichst viele rumhüpfen und denkt dran, der Zweck heiligt die Mittel auf dem Rad. In diesem Sinne viel Spaß beim Üben und bis zur Episode 2, bei der es um das Hindernisse bewältigen geht.